Du liebst deine gefiederten Freunde über alles, nicht wahr? Du beobachtest sie, freust dich an ihrem Gezwitscher, aber hast du dich jemals gefragt, was die Vögel sich gegenseitig da vorsingen? Natürlich weiß ich das auch nicht, aber wir können ihre Körpersprache mittlerweile sehr gut deuten. Denn Wellensittiche sind kleine Kommunikationstalente. Sie nutzen nicht nur eine unglaubliche Vielfalt an Lauten, sondern vor allem ihre Körpersprache, um ihre Gefühle und Bedürfnisse mitzuteilen. Wenn wir diese Signale verstehen, entdecken wir eine ganz neue Dimension im Zusammenleben mit unseren Heimvögeln. In diesem Video erforschen wir gemeinsam die faszinierende Welt der Wellensittichkommunikation. Ich zeige dir, wie du unverfälschte Signale deiner Vögel interpretierst, damit du erkennst, wann sie glücklich, gestresst oder sogar krank sind. Lass uns Schritt für Schritt lernen, wie unsere Wellis ticken, um ihnen die bestmögliche Pflege zukommen zu lassen. Bist du bereit, ihre geheime Sprache zu knacken? Dann legen wir los. Unsere kleinen Federbälle sind nicht nur wunderschön anzusehen, sondern auch hochkomplexe soziale Lebewesen. Um sie wirklich zu verstehen, müssen wir uns klarmachen, wie ihre wilden Vorfahren in Australien leben. In ihrer Heimat Australien leben Wellensittiche in riesigen Schwärmen von bis zu 2000 Tieren. Das ist keine kleine Wohngemeinschaft, das ist eine echte Großfamilie. Und genau deshalb ist es absolut entscheidend, Wellensittiche niemals allein halten. Ich wiederhole, niemals. Ich weiß, viele glauben, ein Mensch kann einen Artgenossen ersetzen, wenn er sich nur genug mit dem Wellensittich beschäftigt. Aber ein Mensch kann niemals die tiefgreifenden sozialen Bedürfnisse dieser Vögel stillen. Ein einzelner Welli kann sein arttypisches Kommunikationsrepertoire gar nicht voll ausleben. Ihm fehlt einfach der Gesprächspartner. Das ist, als würdest du ohne deine Familie und Freunde leben müssen. Und mal ehrlich, das möchte keiner von uns, oder? Einzelhaltung ist Tierleid, denn sie raubt den Vögeln eine grundlegende soziale Interaktion, die für ihre Psyche und Physis unerlässlich ist. Unsere ethische Verpflichtung ist es ihnen, mindestens einen Artgenossen zur Seite zu stellen. Glaub mir, ein Mensch kann einen Artgenossen nicht ersetzen. Doch bevor du einen neuen Partner oder eine neue Partnerin suchst, oft verstehen sich mehrere Wellensittichhähne hervorragend, während es unter allein lebenden Hennen eher zu Zickenkriegen kommen kann. Ja, bei Wellensittichen sind oft die Weibchen die dominanten Persönlichkeiten. Bevor wir zu den Ausnahmen und Spezialfällen kommen, hier erst einmal die Routinen im Welli-Alltag, die ihr jeden Tag beobachten könnt. Gefiederpflege. Stundenlanges Knabbern und Kratzen. Das ist Wellness pur. Die Vögel reinigen jede Feder, sogar unter den Flügeln. Wenn sie sich dann schütteln, entsorgen sie nicht nur Schüppchen, sondern bauen auch Stress ab oder zeigen eine Stimmungsänderung an. Und das Reiben am Schnabel an der Bürzeldrüse, damit fetten sie ihr Gefieder ein, um es wasserfest zu machen, vor Schmutz zu schützen und in Form zu halten. Knabbern und Nagen. Wellis lieben es zu knabbern. Das ist nicht nur Zeitvertreib, sondern essentiell für die Schnabelpflege. Biete ihnen immer genügend Korkstücke und Äste an. Das ist keine nette Geste, das ist notwendig, sonst zerlegen dir die Vögel Möbel, Tapeten und sogar Bücher. Alles schon erlebt. Dehnen und strecken. Nach dem Nickerchen strecken sie ein Bein und den dazugehörigen Flügel weit nach hinten aus. Ein richtiges Räkeln. Das ist nicht nur Gymnastik, sondern auch ein Zeichen der Freude. Oft auch eine liebevolle Begrüßung, wenn du den Raum betrittst. Schlafstellung. Der Schnabel liegt tief im Rückengefieder versteckt. So schläft ein zufriedener Welli. Aber Achtung, übermäßiges Schlafen kann ein Warnsignal für Krankheit sein. Allerdings ist die Mittagssiesta vollkommen normal. Wellensittiche schlafen nämlich insgesamt 10 bis 12 Stunden über den Tag verteilt. Schnabelknirschen. Dieses leise, beruhigende Geräusch, oft vor dem Einschlafen, ist das Geräusch der absoluten Behaglichkeit. Dein Welli fühlt sich pudelwohl. Ich genieße dieses ganz eigene Konzert abends besonders. Reiben des Schnabels. Nach dem Essen wird der Schnabel an Gegenständen gerieben, einfach um ihn zu putzen, eine kleine feine Geste, ähnlich wie wenn wir uns mit der Serviette abputzen. Wenn sonst nichts los ist, wie zeigen meine Wellensittiche, dass ihnen langweilig ist? Besonders stereotype und sich wiederholende Verhaltensweisen können uns anzeigen, dass der Welli sich langweilt. Ständiges Hin- und Herlaufen, das sogenannte Pacing, das bei mir übrigens meist in der Form von Hin- und Herfliegen durchs Vogelzimmer auftritt. Zehenklopfen oder das übermäßige Putzen der Füße zeigen Langeweile an. Es ist der Versuch, sich selbst abzulenken und zu stimulieren.
Entweder weil die Vögel gestresst sind oder ihnen wirklich sehr langweilig ist. Mangelnde Aufmerksamkeit und Stimulation führen zu Langeweile und Frustration. Und diese Frustration kann sich in Schreien, Federhupfen oder sogar Selbstverstümmelung äußern. Viele meiner Hennen haben ihren Frust über Langeweile meist in langen und sehr lauten Schimpftiraden Luft gemacht. Dabei ist es einfach, Langeweile vorzubeugen. Ihr müsst den Vögeln einfach genügend Freiflug und Anreize geben. Das muss auch gar kein teures Vogelspielzeug sein. Häufig reichen schon einfach Äste mit Blättern als Spielzeug. Und mit vielen Naturmaterialien könnt ihr auch selbst teures Vogelspielzeug aus dem Zoogeschäft nachbauen. Anregungen dazu findet ihr in einem meiner ersten Videos. Ich hoffe, dieser erste Teil der neuen Mini-Reihe hat euch gefallen. In den nächsten beiden Teilen geht es um Stress und Angst, aber auch um Liebe und Romantik bei unseren Wellensittichen. Wollt ihr kein neues Video verpassen? Dann abonniert doch meinen Kanal. Über Kommentare und Anregungen sowie Fragen freue ich mich auch immer. Bis zum nächsten Mal.